vorne ist Laos. Und hier ist der Mekong. Wow. Und wir sind auf der Brücke. Keine Ahnung, ob wir hier sein dürfen. Wir sind in Laos. Es hat geklappt. Wir sind über die Brücke gefahren. Und dann, brauchte ich ein Visa. Ich musste mir ein Visa on Arrival organisieren. Olga mit einem russischen Pass brauchte kein Visa. Konnte quasi so durch die Grenze. Und ja, ich musste $30 bezahlen. Also bis jetzt liegt Olga mit ihrem russischen Passport, glaube ich, echt vorne, was das angeht. Ja, ziemlich spannend. So, jetzt geht's auf jeden Fall nach Huachai. Das ist quasi ja jetzt die Grenzstadt. Das sind noch irgendwie 10 Kilometer oder so, glaube ich, die wir fahren müssen. Und dann geht's ja, zum Mekong, zur Fähre. Und wir fahren mit einer Fähre nach Luang Prabang. Und ja, es wird 2 Tage dauern. Also erstmal ja, eine gemütliche Bootstour auf dem Mekong. Wir sind auf dem Boot. Okay, zweite Etappe steht an. Ja, gestern Abend sind wir hier angekommen. In ich weiß gar nicht mehr, wie die Pakbeng heißt die Stadt hier, genau. Und ja, jetzt ist morgens, jetzt geht's weiter nach Luang Prabang. Da oben sind unsere Fahrräder. Wir haben noch ein anderes Pärchen aus Deutschland getroffen. Es sind 4 Fahrradfahrer jetzt hier. Wir haben unsere Räder gerade festgebaut. Schon irgendwie noch 6, 7 Stunden oder sowas, bis wir ankommen. Ja, ist schon noch eine kleine Tour. Also heute Abend werden wir irgendwann ankommen. Und dann werden wir halt ein paar Tage Pause in Luang Prabang machen. Hier sieht man richtig geil, wie schnell der Fluss fließt. Also ja, es geht flussabwärts. Gut, jetzt sind wir am Ufer des Mekongs angekommen hier in der Stadt. Sieht ziemlich toll aus. Jetzt muss man doch die ganzen Sachen von Boot hochtragen. Die meisten haben wir schon oben. Oh nein! Wir sind schon 2 Tage in Luang Prabang, aber wir haben nichts anderes als den Nachtmarkt gesehen. Und das zeigen wir euch auf jeden Fall auch. Da gibt es ganz tolle Buffet, all you can eat sozusagen. Oder quasi man kriegt einen Teller und das kann man so viel da drauf tun, wie man will. Und das ist alles vegan. Und das ist auch sehr günstig. Und das ist bis jetzt Hauptattraktion in der Stadt für uns gewesen. Aber wir wollen das ändern. Wir wollen auch ein paar andere Sachen hier jetzt angucken. Genau, ja. Wir gucken jetzt mal, was hier noch so los ist. Und ja, also wir werden halt ein paar Tage noch hier bleiben, die Stadt ein bisschen genießen. Also ja, die ersten Eindrücke sind super.
Es ist eine sehr belebte Stadt, halt auch ja, relativ viele Touristen hier, aber ja, auch viele Einheimische. Und sehr überschaubar, so klein quasi, so kann man alles per Fuß erkunden. Absolut, und auch super grün irgendwie, also ja, nicht wirklich irgendwie so krass modern oder die Stadt, sondern halt ja ziemlich ursprünglich alles, ziemlich nett, ziemlich relaxed und halt auch ja, einen richtig geilen Nachtmarkt gibt's. Also hier fängt das schon an. Hier gibt es dann unterschiedliche Sachen, irgendwelche Nudeln und Reis, Gemüsespieße, auch ziemlich viele vegetarische Sachen, aber auch ja natürlich auch die ganzen Fleischsachen. Baguettes gibt es hier, das ist ziemlich witzig. Laos war, ja, ich weiß gar nicht genau, ob das so eine französische Kolonie war. Ja, das weiß ich nicht so ganz genau. Auf jeden Fall hatten die Franzosen hier irgendwie ein bisschen Einfluss. Und ja, die Baguettes sind davon geblieben und ein bisschen auch die Sprache. Also auf verschiedenen Schildern oder so weiter von so Ministerien oder sowas. Da sieht man dann vereinzelt irgendwie, dass es da auf Französisch steht. Und zum Teil sprechen die Leute wohl auch noch ein bisschen Französisch. Ja, nochmal richtig geile Gemüsemärkte. Naja, fast ausschließlich zumindest. Sieht ziemlich gut aus. Geile Pilze, How much? Avocados. 1 kg. Okay, da war das günstig. Die Preise sind auf jeden Fall ein bisschen höher als in Thailand. So, ganz bisschen irgendwie. Auch unterschiedlich. Also das Hostel ist zum Beispiel super günstig, ne? Ja. Es kostet 3 Euro die Nacht pro Person. Also das ist super günstig, aber ja, sonst die Lebensmittel, so auf dem Markt und so weiter, ist ein bisschen teurer. Ups, hier gibt's Stau. Das ist nicht laotisch, das sind chinesische Schriftzeichen. Und ja, also in jeder Ecke sieht man hier, eigentlich auch in jedem Restaurant und auf jeder Speisekarte immer alles auch auf Chinesisch. Also die Chinesen haben hier echt einen richtig, richtig großen Einfluss in Laos. Hier werden ganz, ganz viele Projekte, insbesondere in Bezug auf Straßenbau oder auch Eisenbahnnetzwerk, wird ja, von der chinesischen Regierung mit ja, subventioniert oder zum Teil auch komplett gebaut. Also die haben hier echt einen riesengroßen Einfluss. Und ja, man sieht es halt daran, vor allen Dingen auch, dass überall auch alle Läden und so weiter immer auch mit chinesischen Schriftzeichen auf Chinesisch quasi alles beschrieben wird. Können wir schon mal ein bisschen Chinesisch lernen. Ein Baguette. Geil. Ja, ist gut. Mag ich. Sehr gut. Beeindruckt. Ich muss sagen, ich glaube, das ist der schönste Stadt in Südostasien, weil irgendwie so schön und so entspannt und so ruhig und mit den ganzen grünen Bäumen, Dschungeln, so eine irgendwie interessante Architektur, die ganzen Fassaden und Fenster sind immer so bunt angemalt. Es ist richtig, richtig schön gerade. Und Baguette.
Wir machen einen kleinen Ausflug. Wir sind ja vor einer guten Stunde in Luang Prabang losgefahren mit unseren Rädern. Ohne Gepäck. Das ist nach wie vor im Hostel. Und wir sind auf dem Weg zu den Kuang Si Wasserfällen. Das ist ja eine der Hauptsehenswürdigkeiten hier und die sollen wohl ziemlich schön sein. Und ja, wir haben auch tatsächlich schon ein paar Bilder gesehen. Sieht ziemlich cool aus. Ja, wir sind jetzt schon knapp 30 Kilometer gefahren. Es geht jetzt noch ein paar Kilometer weiter, dann sind wir da. Ein gutes Stückchen bergauf geht es, glaube ich, auch noch. Also wir sind quasi am Mekong entlang gefahren und jetzt sind wir abgebogen und fahren quasi in die Berge, ja, zum Wasserfall. Deswegen geht es bergauf. Aber ja, ohne Gepäck geht es eigentlich ganz gut. Oder? Hier. 3 Kilometer sind es. Sehr schön. Hier gibt es noch ja, wie heißt denn das so, eine Bärenauffangstation, würde man vielleicht sagen, oder? Also hier sind ein paar Bären, so naja, auf den ersten Blick ein bisschen zoomäßig, was wir überhaupt nicht mögen, aber dem ist nicht so, sondern das ist wirklich ja, eine Rettungsstation für Bären und also die werden von Privatpersonen quasi befreit, die sie irgendwie als Tiere haben oder die sie zum Teil dann auch für traditionelle chinesische Medizin züchten oder halt Wilderer allgemein. Also diese Bären, die hier sind, die wurden alle gerettet und ja, dementsprechend ist das doch durchaus eine ganz schöne Sache. Can you imagine a life without bears? Winnie the Pooh, Paddington, Kung Fu Panda, Bear Grylls. Welchen gibt's noch? Gummibär. Gummibären. German Beer. Moinsen. So, wir sind nach wie vor in Luang Prabang. Ja, wir haben die letzten Tage ziemlich intensiv gearbeitet, würde ich sagen. Also wir haben ja, Videos geschnitten und Blogartikel geschrieben und vor allen Dingen auch an unserem Iran-Buch weitergearbeitet, was ja, Hoffentlich schon erfolgreich raus ist und wenn ihr das noch nicht habt, natürlich gern bestellen könnt und lesen. absolut, genau. Also ich denke, ja, wenn das Video raus ist, dann wird das Buch ja veröffentlicht sein. Und unten in der Videobeschreibung gibt es einen Link dazu, wo ihr es kaufen könnt. Und wir sind sehr stolz darauf. Absolut, ja. Also ja, es ist jetzt wirklich langsam die Schlussphase und ich glaube, ja, es ist sehr, sehr gut schon und es wird noch besser werden jetzt und ja, wir sind sehr, sehr stolz darauf, definitiv. Gut, aber jetzt zurück nach Luang Prabang. Heute ist, wie heißt das? Neujahr. Tada! Laos, das laotische Neujahrsfest ist heute. In Thailand heißt das Songkran, also da wird das sehr groß gefeiert, aber in Laos auch und hier ist es Pi Mai. Und das Witzige daran ist, es gibt eine riesige Wasserschlacht in der Stadt. Das ist so ein Wasserfest, sagt man auch. Es ist ein Wasserfestival, ja. Das wird vor allem das Wasser irgendwie auch genutzt, um für Rituale für Rituale so zu genau, reinigen und so.
die alten Menschen werden irgendwie so leicht über die Hände mit Wasser gegossen und so weiter, um irgendwie den Respekt zu zollen. Und vor allem auch die Buddha-Statuen werden auch alle mit Wasser gewaschen. Das ist so die Rituale oder die religiöse Seite davon. Und die andere Seite davon ist, dass die ganze Stadt mit Wasserpistolen und mit riesigen Wassereimern bewaffnet ist. Und ja, da werden wir uns gleich ins Getümmel werfen und uns das angucken und die Kamera auf jeden Fall auch mit dem entsprechenden Wasserschutz mitnehmen und dabei haben. Dann treffen wir auch noch ein paar andere Radfahrer. Ich glaube, wir werden irgendwie zu 5 oder so sogar, oder vielleicht sogar zu 7 auch unterwegs sein mit irgendwie ein paar anderen Radfahrern. Es sind gerade auch ein paar andere hier. Und ja, das wird bestimmt super. Viel Spaß. Wir befinden uns jetzt noch in der Innenstadt von Luang Prabang. Hier ist nach wie vor noch richtig viel los. Also die Festivitäten zum Neujahrsfest sind noch nicht vorbei. Aber ja, wir fahren trotzdem weiter. Haben gestern eine Menge Spaß gehabt mit der ganzen Wasserschlacht und so weiter. Das war ziemlich witzig. Es geht jetzt halt ja in den Norden von Laos und danach weiter Richtung Grenze zu Vietnam. Wir werden da auf jeden Fall durch ein paar kleine Dörfer und so weiter fahren, denke ich. Da werden wir ein paar richtig spannende Dinge sehen. Wir freuen uns, sind gespannt und auch für euch viel Spaß. Das Thermometer zeigt über 42 Grad an. Und das ist einfach das Beste, was es gibt, jetzt eine schöne Abkühlung zu bekommen. Ja, Olga bekommt immer mehr ab als ich. Ich weiß nicht, vielleicht wegen der Kamera wollen sie mich nicht so doll nass spritzen. Aber gucken, da vorne sind die nächsten. Vielleicht da. Nur Olga wird immer erwischt. Ah, da vorne ist einer.
Olga hat's wieder mehr erwischt. Unser traumhafter Zeltplatz neben einem Funkturm und einem Stromkasten. Gibt Schöneres, aber naja, wir waren eben halt echt die ganze Zeit an diesem geilen Fluss. Aber da haben wir nicht richtig was gefunden. Und dann sind wir irgendwann von dem Fluss auf einmal irgendwie weggefahren, ist die Straße in die andere Richtung gegangen. Tja, jetzt haben wir ja, hier einen kleinen Feldweg gefunden. Und gut, der führte jetzt hier zu dem Funkmast. Ja, gibt Schöneres. Aber passt schon. Wir werden hier, denke ich, auf jeden Fall unsere Ruhe haben und ja, können uns in Ruhe ausruhen und morgen wieder durchstarten. Gefrühstückt haben wir schon. Olga baut jetzt gerade das Zelt ab in Unterhosen. Boah. Oh, das ist echt schon ganz schön heiß. 9 oder wie spät ist das jetzt? Ich habe einen Platten. Ich muss erst noch mal einen Platten flicken und dann geht's gleich weiter. Ist eine Scheißseite, aber boah. Okay, das war echt ziemlich dumm von mir. Das wäre fast in die Hose gegangen. Aber damit habe ich nicht gerechnet, dass die beiden mich auf der Seite überholen. Weil rechts zu viel Platz war, aber trotzdem war das natürlich die richtige Seite, auf die mich überholt haben. Boah, scheiße, aber trotzdem war das unerwartet. Uff, alles gut gegangen.